Heute lernen wir den Motor der deutschen Grammatik. Oder anders gesagt, heute lernen wir unser Herz. Ich versuche es zu machen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sali und ich freue mich, dich beim Deutschlernen zu unterstützen. Heute lernen wir den Motor der deutschen Grammatik. In anderen Worten lernen wir das Herz. Es ist sehr wichtig, was wir jetzt in diesem Video lernen. Also, ohne viel Bla, gehen wir an die Tafel. Nominativ und Akkusativ. Erklärung Variante 1. Herzlich willkommen an der Tafel. Wir werden jetzt auch gleich ein wichtiges System kennenlernen und damit die ersten Schritte machen. Starten wir. So, du siehst, hier habe ich jetzt eine wichtige Tabelle. Also, diese Tabelle musst du erstmal lernen. Du solltest es nicht verstehen. Diese Tabelle ist ein großes System und auch das Herz der deutschen Grammatik. Gut, wir haben jetzt hier Nominativ. In Nominativ ist unser Artikel der, die, das und die Plural. Der im Akkusativ ist den, ganz wichtig, den. Die im Akkusativ ist die, das ist das und die ist im Plural auch die. So, Dativ interessiert uns momentan nicht. Das lernen wir später. Trotzdem solltest du diese Tabelle jetzt schon gut lernen. So, an der Tafel haben wir jetzt den Nominativ, den Akkusativ und den Dativ kennengelernt. Den Genitiv lernen wir später. Das brauchen wir jetzt momentan nicht. Aber diese Tabelle ist ein großes System, grammatisches System, und wir werden mit diesem System lange Zeit arbeiten, Schritt für Schritt. Und wir beginnen heute auch schon mit dem Akkusativ. Und wir beginnen auch mit einer falschen Information. Ja, wir probieren mit einer Theorie Nominativ und Akkusativ zu unterscheiden. Also, gehen wir an die Tafel. So, wir werden jetzt auch gleich die falsche Information kennenlernen. Ja, was ist unsere Theorie? Unsere Theorie ist, dass wir unser Verb sein immer im Nominativ benutzen. Also, wenn wir Verb sein sehen oder lesen, ist das immer im Nominativ. Was ist Verb sein? Verb sein ist zum Beispiel ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid und sie sind. Also die Konjugation von sein. Ganz wichtig, sein automatisch Nominativ. Und alle anderen Verben, zum Beispiel fragen, haben, essen, putzen und so weiter, stehen automatisch im Akkusativ. Dativ haben wir jetzt erstmal nicht. Das lernen wir später. Und wenn wir Dativ lernen, werden wir diese falsche Theorie korrigieren. Schauen wir nochmal auf das Verb sein, die Konjugation, damit wir das nicht vergessen. Konjugation von sein, also ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid und sie sind. Das hatten wir schon einmal gelernt, aber zweimal ist besser. Nicht vergessen, diese falsche Theorie oder falsche Information gilt nur für Verben. Also in anderen Situationen können wir diese falsche Information nicht anwenden. Ansonsten können wir wirklich mit dieser falschen Information gut bis Ende A1 gut lernen. So, machen wir jetzt ein paar Beispiele, damit du diese falsche Theorie vielleicht besser verstehen kannst. Ich habe jetzt für dich hier einen Satz. Ich lese, das ist bla 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 Sofa. Artikel von Sofa solltest du oder musst du wissen. Artikel von Sofa ist das Sofa. Ja, jetzt der zweite Schritt ist wichtig. Wir gucken auf unseren Verb.
Mein Verb ist hier ist, also sein. Und unsere falsche Information sagt, Verb sein ist immer Nominativ. Also, das oder ein schreiben wir. Das ist das oder ein Sofa. Hier können wir bestimmte Artikel benutzen oder unbestimmte. Das haben wir im Kapitel 6 gelernt. Machen wir weiter. So, sein habe ich jetzt hier Nominativ. Ja? Jetzt habe ich einen anderen Satz. Ich habe bla 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 Sofa. Artikel von Sofa ist das Sofa, also das bleibt. Dann schauen wir auf unser Verb. Was ist mein Verb? Haben. Also, es ist nicht sein. Wenn wir ein Verb haben, das nicht sein ist, dann benutzen wir Akkusativ. Also, das ist auch das. Schreiben wir, ich habe ein Sofa oder das Sofa. Unbestimmte Artikel, bestimmte Artikel. Das Nominativ, das Akkusativ. Nominativ, warum? Verb sein. Akkusativ, warum? Verb haben. Gut, machen wir weiter. So, jetzt habe ich wieder hier für dich 2 Sätze geschrieben. Lesen wir den ersten Satz. Dort ist bla 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 Tisch. Okay, Artikel von Tisch musst du wissen. Der Tisch. Jetzt schauen wir auf unser Verb. Das ist wieder Verb sein und sein ist immer Nominativ. Also der Tisch oder ein Tisch. Der Tisch oder ein Tisch. Ja, machen wir mit dem zweiten Beispiel weiter. Unser Verb ist dieses Mal kaufen, also nicht sein. Und unsere Theorie sagt, alle anderen Verben sind Akkusativ. Okay, super. Jetzt der Tisch, Nominativ. Und in Akkusativ haben wir jetzt den oder einen Tisch. Schreiben wir. Ich kaufe den Tisch oder einen Tisch. So einfach können wir Nominativ oder Akkusativ bestimmen. Verb sein ist Nominativ. Alle anderen Verben sind dann Akkusativ. Ja, vergiss nicht, Verb sein steht immer im Nominativ und alle anderen Verben stehen im Akkusativ. Weiter. Machen wir weiter mit den Beispielen, damit du das richtig gut verstehst. Auch hier habe ich für dich wieder 2 Sätze vorbereitet. Lesen wir den ersten. Du bist bla 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 Lehrer. Artikel von Lehrer ist der Lehrer. Das musst du natürlich wissen. So, und als zweites schaue ich auf mein Verb. Mein Verb ist hier du bist, also sein. Und sein ist immer Nominativ. Also der Lehrer oder ein Lehrer. Schreiben wir. Ein Lehrer oder der Lehrer. Ja, machen wir weiter mit dem zweiten Satz. Auch hier habe ich Lehrer, also der Lehrer. Und mein Verb ist dieses Mal fragen, also nicht sein. Was machen wir dann? Wir benutzen den Akkusativ. Also der Lehrer Nominativ, im Akkusativ den oder einen Lehrer. Schreiben wir den Lehrer oder einen Lehrer. Beides ist hier korrekt. Bestimmte Artikel, unbestimmte Artikel haben wir gelernt. Genau, du siehst hier Fragen, Akkusativ. Sein, Nominativ. Ganz einfach. Machen wir weiter. Auch hier habe ich einen Satz. Hier ist bla 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 Bett. Artikel von Bett ist das Bett. Das Bett. Ja, jetzt gucken wir auf unser Verb.
unser Verb ist sein, also Nominativ. Das oder ein Bett. Ja, wir können sagen, hier ist das Bett oder hier ist ein Bett. Machen wir weiter mit dem zweiten Beispiel. Wir brauchen bla 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 Bett. Also, mein Verb ist hier brauchen, nicht sein. Machen wir dann Akkusativ nach der falschen Information. Und das Bett im Nominativ ist das Bett im Akkusativ. Also gleich. Das oder ein Bett. Ja, wichtig ist, wie gesagt, du solltest immer gucken, was mein Verb ist. Machen wir weiter. Jetzt habe ich hier wieder 2 Beispiele. Machen wir den ersten. In der Küche ist bla 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 Herd. Artikel von Herd musst du wissen. Der Herd. Ja, jetzt gucken wir auf unser Verb. Unser Verb ist sein. Bei sein benutzen wir der oder ein Herd. Der Herd oder ein Herd. Warum? Unser Verb ist sein. Machen wir weiter mit dem zweiten Beispiel. Hier, ich finde bla 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 Herd modern. Okay, Herd ist wieder der Herd und mein Verb ist hier finden, also nicht sein. Und dann machen wir was? Wir benutzen Akkusativ. Und der Herd, Nominativ, ist im Akkusativ den oder einen. Schreiben wir. Ich finde den Herd modern oder einen Herd modern. Ich hoffe, du konntest verstehen, wie die falsche Theorie funktioniert. Du solltest immer auf das Verb gucken. Verb sein, Nominativ automatisch. Und alle anderen Verben schreiben wir erstmal im Akkusativ. Dativ wollen wir momentan nicht machen. Du siehst, mit dieser Technik oder mit dieser Theorie oder falsche Information können wir recht gut arbeiten. Wir werden im Laufe des Kurses diese falsche Theorie korrigieren, natürlich, aber Schritt für Schritt. So, machen wir noch ein paar Beispiele und dann die Hausaufgaben. Auch hier habe ich wieder 2 Beispiele für dich vorbereitet, dieses Mal im Plural. So, Blumen im Plural, die Blumen. Ja, die Blumen. Ja, was ist mein Verb? Mein Verb ist hier sind, also sein. Sein steht immer im Nominativ. Wir können schreiben die Blumen oder keine Blumen. Eine schreiben wir nicht. Haben wir im Kapitel 6 gelernt. Gut, dann schreiben wir mal, im Garten sind die Blumen oder wir können alternativ keine Blumen schreiben. Warum Nominativ? Mein Verb ist sein. Im zweiten Beispiel, ich finde bla 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 Blumen schön. Hier ist mein Verb finden, also ich brauche einen Akkusativ. So, die im Nominativ ist im Akkusativ aber auch die, also gleich. Schreiben wir. Ich finde die Blumen schön oder wir können auch schreiben, ich finde keine Blumen schön. Ja, ich hoffe, du konntest diese Theorie, also diese falsche Theorie ein bisschen lernen. Es macht es einfacher, den Nominativ und Akkusativ zu unterscheiden. Kommen wir zu den Hausaufgaben. So, hier kannst du die Hausaufgaben machen. Du kannst an dieser Stelle wie immer einen Stopp machen, also das Video stoppen. Und die Antworten kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben. Also, die falsche Information ist eine falsche Information. Das musst du wissen. Aber wir sagen, nö, wir arbeiten jetzt einfach Schritt für Schritt bis Ende A1. Und wenn wir
Dativverben kennenlernen werden, dann korrigieren wir unsere falsche Theorie. Ja, ich habe für dich wieder Hausaufgaben vorbereitet. Diese kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben, also deine Antworten. Und ich empfehle Praxis, Praxis, Praxis. Ohne Praxis können wir nicht Deutsch lernen. Also, ich sage danke und tschüss. Und vergiss nicht, lerne jeden Tag Deutsch. Tu es für dich und beginne noch heute damit, Deutsch zu lernen. Herzlich willkommen bei berufsdeutsch.de. So, das war's auch schon mit dem Thema. Im nächsten Video werden wir dieses Thema nochmal wiederholen und die richtige Variante kennenlernen. Den Link findest du dafür hier.